Herzlich willkommen, liebe Carrado-Freunde. Nun sehen wir uns das Control Panel genauer an. Diese Anzeige gibt uns wichtige Informationen zum Zustand unseres Fahrzeugs. Werfen wir mal einen Blick drauf. Um das Control Panel zu bedienen oder abzulesen, muss es natürlich mit Strom versorgt sein. Sollte es also nicht mit Strom versorgt sein, geht ihr an den Elektroblock und schaltet diesen ein, wie im Video Strom erklärt. Als nächsten Schritt betätigt ihr den Touchschalter am Control Panel, um es einzuschalten. Wenn es wie in meinem Fall bereits eingeschaltet ist, leuchtet dort eine grüne Diode für den 12-Volt-Betrieb im Fahrzeug. In unserem Fall leuchtet dort auch noch eine orange-gelbe Diode, was bedeutet, dass wir an Landstrom angeschlossen sind. Sobald das Control Panel eingeschaltet ist, können die Lichter im Fahrzeug benutzt werden. Außerdem können 230 Volt Geräte verwendet werden, je nach Amperezahl. Der Strom wird nicht von der Wohnraumbatterie bezogen, ganz im Gegenteil. Sie wird währenddessen auch noch geladen. Falls wir nicht an Landstrom angeschlossen sind, stehen falls vorhanden eine 12 Volt Steckdose oder eine USB-Buchse zur Verfügung. Die orange-gelbe Diode leuchtet auch, wenn das Control Panel ausgeschaltet ist. Hier oben sehen wir die Anzeige für den Landstrom. Aktuell leuchtet sie, das heißt, dass wir mit einer 230 Volt Stromquelle verbunden sind. Direkt daneben ist die Anzeige für den 12 Volt Betrieb. Hier können wir den Zustand der Wohnraumbatterie ablesen. Der Zustand der Batterie lässt sich wie folgt interpretieren. Grüne LEDs leuchten, die Batterie ist vollständig geladen. Gelbe und rote LEDs leuchten, die Batterie ist teilweise entladen. Die rote LED leuchtet, die Batterie ist entladen. Die rote LED blinkt, die Batterie ist tiefenentladen. Je nach angezeigten Symbol sind die entsprechenden Maßnahmen zu ergreifen. Genauere Informationen dazu findet ihr in unserer Bedienungsanleitung. Hier darunter können wir die Füllmenge unseres Frischwassertanks ablesen. Die Anzeige blinkt, das bedeutet, der Frischwassertank ist leer. Der untere Knopf dient zur Anzeige des Füllstands unseres Abwassertanks. Da der Tank aktuell nicht gefüllt ist, wird er als leer angezeigt. Bitte bedenkt, dass die Anzeige sowohl für den Frischwasser- als auch für den Abwassertank gilt. Das heißt, eine volle Anzeige im Falle des Frischwassertanks ist gut, im Falle des Abwassertanks solltet ihr ihn unbedingt entleeren. Neben der Anzeige befinden sich die Prozentzahlen, die den Füllstand exakt anzeigen. Ist sie beim Abwassertank leer, das heißt, es leuchtet keine Diode, ist das gut. Im Falle des Frischwassertanks blinkt die Anzeige und ihr solltet dringend Frischwasser nachfüllen. Das war eine kurze Einführung in das Control Panel. Dieses hilfreiche Tool ermöglicht es uns, den Zustand unserer Batterie, die Füllstände unserer Tanks und andere wichtige Informationen im Blick zu behalten. Habt ihr Fragen? Schreibt sie in die Kommentare. Lasst ein Like da. Bis zur nächsten Reise.